Joan Hinton war ja eine ganz untypische Frau für ihre Zeit. Sie war eine ganz begeisterte Naturwissenschaftlerin. Sie war Teil des geheimen Forschungsprojektes in Los Alamos. Mit Fermi und Oppenheimer hat sie da an der Atombombe geforscht. Aber als sie gesehen hat, was für ein Unheil diese Bombe über die Welt bringt, hat sie sich entschieden, der Wissenschaft den Rücken zu kehren, hat ihre Heimat verlassen, die USA, und ist auf ganz abenteuerlichen Wegen ins chinesische Hochland gekommen. Sie ist dann auch Mutter geworden. Genau das erzählen wir eben in der Szene im Krankenhaus. Dreh mit Säuglingen ist etwas, was man sich sehr, sehr, sehr genau überlegen muss. Wir drehen deshalb meistens mit Puppen, die täuschend ähnlich aussehen, bis auf ganz wenige Momente, wo es uns wichtig war, von der Erzählung her eine Nahaufnahme zu machen. Und diese Nahaufnahme funktioniert nicht mit einer Puppe. Es ist natürlich erstmal eine Herausforderung, in so einer Szene mit einem Neugeborenen ein Baby zu finden, das Lust hat mitzuspielen. Denn das Baby können wir ja gar nicht fragen, sondern wir suchen natürlich Eltern, die bereit sind, sich auf dieses Abenteuer einzulassen. Und das Allerwichtigste ist dabei natürlich, dass wir darauf achten, dass es dem Baby gut geht. Ja? Also dass wir zwar schaffen, die Szene so zu drehen, wie wir sie gerne drehen wollen, aber auch dem Baby die Freiheit geben, einfach da zu sein, seine Bedürfnisse kundzutun und das in die Szene zu integrieren. Das ist natürlich auch dann ein hohes Maß an Improvisation, nicht nur der DarstellerInnen, die mit diesem Baby interagieren, sondern auch der gesamten Crew. Du meine Güte, hören Sie nicht, dass er schreit? Sie ist völlig überfordert mit dieser neuen Rolle. Sie weiß gar nicht, was sie mit diesem kleinen Ding machen soll. Und ich kann es auch so ein bisschen nachempfinden, ehrlich gesagt, wenn du so einen kleinen Wurm in der Hand hältst, der komplett erstmal auf dich angewiesen ist, der noch nicht mal sein Köpfchen selber halten kann, und du musst irgendwie rausfinden, wie beruhigst du das, was die Bedürfnisse sind. Und das ist, glaube ich, für Joan Hinton, deren großer Lebenstraum es eben nicht unbedingt war, Mutter zu werden, eine ganz besondere Herausforderung. Ganz ruhig. Ruhig, mein Kleiner, ganz ruhig. Alles gut, alles wird gut. Ganz ruhig, mein Kleiner. Glücklicherweise haben wir einen sehr guten Cast gemacht mit dem Baby. Es hat seine Rolle ganz, ganz toll erfüllt. Eigentlich geht es bei der Filmproduktion genau andersrum. Da ist alles durchgetaktet und Crew und Cast müssen sich sozusagen nach dem Taktstock richten. In diesen kurzen Ausnahmen ist ein Neugeborenes der Mensch, der den Takt vorgibt und der uns gestattet, mal ganz kurz ins Bild zu kommen.